Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und ihr hattet einen Wunsch. Zeigt mehr Handwerkzeug, zeigt mehr Zubehör und genau deswegen sind wir heute hier. Wir haben einige richtig coole Produkte von Wiha und sogar einige echte Neuheiten hier auf dem Tisch und das schauen wir uns heute mal an. Wir gehen jetzt gleich die Werkzeuge Produkt für Produkt durch. Wenn dir etwas fehlt oder wenn du sagst, das hätte ich gerne mehr erklärt oder ich soll einfach nochmal ein viel längeres Video machen, schau es gerne mal unten in die Kommentare. Die Elektrik in deinem Urlaub nervt dich? Gar kein Problem. Nimm den Koffer mit. Auf dem Weg zum Flughafen hast du die wunderbare Trolley-Funktion. Dann kannst du ihn aufgeben und einfach mit in den Flieger mit reinnehmen, weil wir haben hier ein Druckausgleichsventil. Also erstmal, wir haben ja gesehen, wir haben hier die Trolley-Funktion. Ja, wir haben ja auch Räder mit dran, ja, das, was wir gerade noch nicht gezeigt haben. Aber hier vorne ist sie, die Druckausgleichsfunktion, die wir haben. Und damit wird wirklich gewährleistet, dass er im Flieger kein Problem hat, weil er ist dicht. Wir haben hier eine Dichtung drin. Wir machen ihn auch mal auf. So, zack, und hoch geht das Ganze. Wir haben hier ein Gummi drin, wir haben hier eine Dichtung drin, sonst könnte es ja irgendwie Probleme geben. Normalerweise übrigens müsste ich die Hand hier dran halten, weil das Ganze würde nicht aufgehalten werden. Hier gar kein Problem, denn wir haben hier sogar Gasdruckdämpfer, die das Ganze wirklich hier nach oben bringen und auch halten. Und ihr seht hier, ja, das ist wirklich so, ja, dass wir hier, auch hier seht ihr, ja, es zieht sich auch entspannt langsam nach oben, ja, gar kein Thema. So, dann haben wir hier verschiedene Ebenen. Ebene 1, Ebene 2, hier unten nochmal Ebene 3 und hier unten ist ja sowieso eine Ebene 4 drin. Fangen wir mal von oben nach unten an. Und ihr könnt das Ganze hier befestigen, zum Beispiel jetzt nochmal hier, ich mache es jetzt mal ganz einfach, dass ihr die Ebenen so miteinander verbinden könnt, ja, hier runter, dass sie automatisch mit hochkommen, so wie du es brauchst. Ich mache es jetzt hier mal ab und ich nehme den hier auch mal einmal ab, dass wir hier wirklich uns alles in Ruhe anschauen können, weil die Funktion, die der Koffer hat, ist schon echt cool. Erstmal hier können wir Sachen reintun. Ja, das ist einfach nur ein Fach. Da können wir auch Papiere reintun. Das ist echt schön gemacht. Hier oben haben wir noch eine kleine Spezialfunktion. Denn wo haben wir es denn? Hier haben wir mal eine Leuchte. Können wir einfach hier ranklipsen. Wir haben ja also ein Stück Metall eingearbeitet, sodass wir hier einen Magneten einfach dran tun können. So, einfach dran. Wir können jetzt auch die Leuchte zum Beispiel mal einschalten. Wir können nach unten was beleuchten, aber wenn du irgendwo arbeitest, willst die Leuchte irgendwo mal hinstellen, kannst du hier zum Beispiel absetzen oder irgendwas anderes, was magnetisch ist, absetzen. So, dann haben wir hier jede Menge Schlaufen. Wir haben in Summe 96 Schlaufen hier drin und können Werkzeug ohne Ende unterbringen. Jetzt gucken wir mal hier. Hier haben wir zum Beispiel schon was untergebracht. Wir haben hier einen großen Bitsatz, und zwar wirklich einen großen Bitsatz, da ist alles mit drin, was man so braucht. Du kannst natürlich auch für dich nochmal anders bestücken und kannst das nochmal, zum Bestücken kommen wir auch gleich nochmal, anders aufteilen. Hier jede Menge Schlaufen, dann haben wir hier eine Wasserwaage, mit der du Folgendes machen kannst. Du hast erstmal eine Wasserwaage, so wie man sich das vorstellt, aber du kannst das Ganze auch zum Anreißen nehmen. Ganz genial gemacht ist Folgendes. Wir sehen eine Steckdose 1, 2, 3 und 4. Jetzt können wir es einfach einstellen. Steckdose 2, Steckdose 3, Steckdose 4. Jetzt halten wir es einfach an die Wand, können hier anzeichnen und können hier ihre Bohrungen machen, dass sie genau denselben Abstand immer haben. Mega genial. Und ich muss sagen, das letzte Mal sowas gemacht hätte ich das echt gebraucht. Ja? Kannst du natürlich auch für andere Sachen benutzen. Dann haben wir hier jede Menge, was wir unterbringen können. Ja? Dann haben wir jetzt dieses Fach. Und das Fach hier ist sehr speziell. Hier haben wir ja schon Werkzeug drin, aber wir haben hier so einen anderen Verschluss oder so eine andere Möglichkeit, das reinzubringen. Hier sind so Gummilaschen drunter. Jetzt können wir Folgendes machen. Ich zeige euch das mal und nehme die wirklich mal raus. Du nimmst einfach deinen Schraubendreher, packst die irgendwo rein. So da, musst du auch gar nicht gucken, einfach da rein, machst noch einen rein, machst da noch einen rein und feuerfrei. Also das geht wunderbar. Das ist echt eine coole Sache, ja, so wie du es gerade brauchst. Und das, was man da echt nicht möchte, ist hier rumfummeln. Fummeln. Und du kannst es einfach reinstecken. Wenn ich jetzt mal hier den Knopf mal wieder ranmache, so, oder ich mache mal von da aus ran, dann geht es etwas, weil damit kannst du es auch verstellen. Geht es ein bisschen mehr auf oder ein bisschen weniger, ja. So, hier nach oben und du siehst hier, ist entsprechend noch mehr Werkzeug drin, in der Bestückung, die wir heute hier haben. Hier können wir Zangen unterbringen, ja, einfach wieder reinstecken. Übrigens hier die 8 in 1 Zange, ja, wirklich geniales Teil. Da sind ja so viele Funktionen dran, man glaubt das ja gar nicht. Also das Video dazu musst du dir unbedingt mal angucken. Ich habe nur zu dieser einen Zange ja ein Video gemacht und es hat sich echt gelohnt. Also guck es dir an. Kabel kürzen, Kabel abkrimpen, alles, was alles geht. So, haben wir alles dann hier auch mit dabei. Hier einfach auf, rein, bums. Dann hier Zollstock, ja, alles, was man so braucht. Hier haben wir noch mehr Werkzeug in 6 Kang, Krimmzange, Abisolier, Zange,
wie nennt man das? Abisolierzange? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Oder ein Werkzeug zum Abisolieren zumindest. So, und dann gucken wir nochmal ein. Also hier, bestücken kannst du es so, wie du möchtest. Und jetzt gucken wir noch mal eins weiter. Hier unten hast du Platz. Das kannst du hier rausnehmen, kannst es für dich so einteilen, wie du es brauchst und hast hier unten wirklich Platz ohne Ende für die Dinge, die du so brauchst. Zusätzlich können wir es auch noch mal zumachen. Können wir natürlich auch das Ganze noch mit einem Schloss versehen. Das heißt, wir haben hier mehrere Öffnungen, die sind auch noch mal verstärkt, um das wirklich sicher zu machen, damit hier keiner irgendwie dein Werkzeug hier rausklauen kann. Ich finde das Ding richtig genial. Es hat natürlich auch einen Preis. Wir liegen hier so um die 750 €. Aber für das, was es kann, ja, beim nächsten Urlaub vielleicht, und du sagst, im Hotel, irgendwas stimmt da nicht, zack, ran. Nein, lass das vielleicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könntet es theoretisch mitnehmen und habt auf jeden Fall erstmal alles mit dabei. Wenn ihr Fragen zum Thema, also wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Aber wenn ihr euch die Preise nochmal anschauen wollt, schaut mal in den ehrlichen Preisvergleich unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr natürlich nicht nur den Preisvergleich zu unserer Seite, sondern auch zu Konkurrenzseiten und könnt den Preis dann nochmal checken. Ich hatte ja vorhin schon mehrmals gesagt, Thema Ausstattung, was ist hier drin? Erst einmal, es gibt nicht nur diesen einen Koffer, sondern es gibt eine ganze Reihe an Koffern. Es gibt sie sogar noch mal größer, es gibt kleinere, es gibt Rucksäcke und so weiter und so fort. Schau dir das gerne mal auch hier unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich an. Da sind auch noch mehr verlinkt. Das Ganze haben wir hier für Elektriker, gibt es aber auch für Mechaniker und das Ganze auch für E-Mobility, was ja immer größer wird, sodass du auch dort arbeiten kannst. Kennt ihr nicht unsere Serie Ungewöhnliche Werkzeuge? Da würde das eigentlich reinpassen, weil das ist wirklich verrückt. Das Verrückteste kommt übrigens am Ende, aber fangen wir erstmal vorne an. Wir haben hier, im Grunde sind das Schraubendreher. Sieht erstmal gar nicht so aus, aber im Grunde ist das schon so. Denn wir haben hier Schraubendreher, die mit einem bestimmten Newtonmeter eine Schraube anziehen können. Und wir haben hier eine Abstufung von, also das, was wir hier gerade haben, von 0,6 Newtonmeter bis zu 5 Newtonmeter. Aber ich muss euch das mal zeigen. Wir haben hier einen Griff. Ja? Wir haben einen nicht klassischen Griff, das ist ein Schraubendrehergriff in dem Fall. Wir haben hier einen breiten Griff, mit dem wir ordentlich anfassen können. Wir haben hier einen kleineren Griff, wo wir zirbeln können. Ja? Und dann können wir Folgendes machen. Wir haben hier hinten auf der Rückseite, seht ihr das? Genau hier. Wir haben hier die ganzen Klingen. Ja, das heißt, wir können jetzt verschiedene Klingen einsetzen. Ich drehe es mal für euch um. So. Und jetzt nehme ich hier mal eine Klinge raus. Zack. Und jetzt kann ich das Ganze hier einsetzen. So. Und jetzt habe ich hier eine Klinge, einen Griff, der uns 0,9 Newtonmeter anziehen lässt. Und jetzt habe ich hier schon mal eine Schraube drin. Und jetzt seht ihr Folgendes. Ich nehme jetzt das hier und ich kann hier diese Schraube einfach anziehen. Wunderbar. Aber gleich werdet ihr sehen, zack. Ja, wir drehen durch. Jetzt haben wir also 0,9 Newtonmeter auf diese Schraube drauf gegeben. Falls ihr euch übrigens fragt, wer nutzt sowas eigentlich? In der Zerspannungsindustrie nutzt man sowas, um die Werkzeuge zu wechseln und die mit einem ganz bestimmten Drehmoment anzuziehen. Wenn wir jetzt aber Folgendes machen, ihr sagt jetzt, naja, die Schraube ist noch nicht versenkt, können wir jetzt zum Beispiel, in der Zerspannungsindustrie wird man sowas nicht machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Jetzt nehmen wir das, nein, richtig einsetzen, Sebastian. Und jetzt haben wir hier 2,2 Newtonmeter. Und jetzt können wir hier weiter drehen, weil mehr Kraft braucht man nicht. Ihr seht, also jetzt kann ich die Schraube drin versenken. Echt erstaunlich, was alles so geht. Ja? Also ihr seht jetzt hier, ich kann das ganz fein abstufen und sagen, Mensch, ich ziehe es genau an, wie es in der Vorschrift steht. Wichtig ist nochmal Folgendes, wir haben hier nur eine Abweichung von 10%. Wenn wir jetzt hier also 2,2 Newtonmeter haben, haben wir also 0,2 Newtonmeter maximale Abweichung, das ist schon krass. Aber ich habe gesagt, das Krasseste kommt zum Schluss. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Set sind 485 €. Wow! Wir waren ja gerade beim Thema Schrauben und da haben wir eine andere Lösung, die übrigens auch deutlich günstiger ist, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und diese Geräte hier werden ja immer beliebter. Übrigens, wir haben ja echt schöne Tasche, ich mag das, ist mir viel lieber als so ein harter Werkzeugkoffer, weil den kannst du einfach so mitnehmen, dir irgendwo hin tun, vielleicht auch hier mit reinschmeißen, funktioniert. Ja? Vielleicht nicht schmeißen, aber du weißt, was ich meine. So, aber was ist es denn eigentlich? Wir haben hier einen kleinen, kompakten Akkuschrauber eigentlich, kann man sagen. In der Hülle findest du einerseits hier ein Bitset, dann das Ladekabel, aber den Schrauber selber auch. Den haben wir hier und ihr seht hier jede Menge Bits, alles mit dabei. Hier auch der Bithalter, der lag kurz dahinter, die Aufnahme für den Bit und dann kann es auch schon losgehen. Das eigentliche Gerät, das wir hier haben, ist ein kleiner Akkuschrauber. Das ist wirklich hier
Ja, das ist ein Mini-Akkuschrauber, der in der ersten Stufe mit 1 Newtonmeter, in der zweiten Stufe mit 5 Newtonmeter hier Schrauben anziehen kann. Diverse verschiedene, je nachdem, wozu du es einsetzen möchtest. Und er kann aber wirklich auch potente, große Schrauben hier reindrehen ins Holz. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich habe hier eine 5x50. Also schon eine ordentliche Schraube, wenn du das anguckst. Also eine 50er Schraube mit so einem Akkuschrauber, das ist schon genial. Ja? Und ich zeige euch jetzt mal die Funktion. Ihr setzt es hier an. Und dann siehst du Folgendes. So, jetzt hat er aufgehört und jetzt habt ihr aber auch was sehr Wichtiges gesehen. Andere Geräte, ja, so eine kleinen Geräte gibt es ja schon einige auf dem Markt, die ziehen sehr hart an. Wenn das Drehmoment ansteigt, dann reißen sie einem teilweise wirklich die Hand rum. Man unterschätzt, wie viel Kraft die haben können. Er hat hier wirklich einen sanften Anlauf oder auch einen sanften Stopp. Das finde ich richtig cool. Wenn du jetzt sagst, ja, hat er nicht ganz geschafft, stimmt. Hier daneben haben wir aber zum Beispiel, ich schraube es jetzt einfach mal raus. Moment, da muss ich ein Bit wechseln, oder? Nee, passender Bit ist schon drin. Du siehst hier, wir haben hier eine 4er und eine 4,5er ohne Probleme versenken können. So mal und ganz. Zack. Perfekt versenkt, richtig genial. Was ich übrigens auch echt toll finde, ist hier ein Lichtring. Wir haben einen wirklich einen sehr starken Lichtring, der das hier auch wirklich schön beleuchtet. Das habe ich in der Klasse so, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Echt eine coole Sache. Ich finde es übrigens wirklich schön, dass man hier einfach umschalten kann zwischen dem ersten und zweiten Gang quasi, also zwischen 1 oder 5 Newtonmeter. Wenn man nur kleine, schöne, fitzelige Schrauben hat, die man so andrehen möchte und nicht die ganze Zeit mit der Hand so rumdrehen, dann ist es schon eine echte Erleichterung. Also überlegt euch mal, ob das Richtige für euch ist. Du bist richtig kompaktes Werkzeug, dann ist das hier dein Ding. Der Pro Buddy Evo macht richtig Spaß. Denn du hast hier Folgendes. Schaut euch das mal an. Wir haben hier oben erstmal Nüsse und die sind nicht irgendwie dran, sondern die sind hier richtig fest reingeklickt. Also die fallen jetzt auch nicht raus. Ihr seht hier, ja, das fällt nicht raus, sondern das ist hier richtig schön dran. Dass wenn du mal gegenkommst, dann sind die hier richtig reingeklickt. Dann hast du hier einen schönen Schlüssel und der Schlüssel, den wir hier haben, ja, der ist wirklich magnetisch hier drin. Also der ist nicht reingeklemmt, sondern du kannst einfach hier so, zack, dann bleibt der hier dran. Ja, also der fällt also auch nicht einfach raus, ihr seht hier, sondern er ist schön hier dabei. Jetzt wollen wir das mal nutzen, dann können wir jetzt Folgendes machen, wir drücken auf den Knopf, kommt es nach oben, dann nehmen wir das hier raus, tun uns das hier rein, Moment, so, hier rein, dann nehmen wir schon die Nuss von vorhin raus, packen das hier rein und dann können wir das hier benutzen. Und jetzt seht ihr, das ist wirklich sehr fein verzahnt, 72 Zähne, du kannst sehr fein klack, 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 also auch in kleinen Bauräumen kannst du einfach umschalten, also super hochwertig, also das Teil hier ist wirklich gut, du siehst hier Wiha schön mit drauf, also das ist echt eine coole Sache. Wenn wir das jetzt hier mal rausnehmen, dann sehen wir hier Folgendes, ich habe es vorhin leider einmal rausgenommen, wir haben hier einen schönen Handgriff, den können wir auch hier rausklicken und können jetzt hier unseren Bit einsetzen und können dann damit arbeiten. Du siehst hier auch magnetisch dran. Aber was ich besonders wichtig finde, und damit kannst du jetzt arbeiten, ja, wunderbar. Was ich aber sehr wichtig finde, ist Folgendes. Du kannst es auch einfach wieder reinmachen. Schau mal hier, ist einfach drin, hält aber auch und du musst nicht so ewig fummeln. Das ist ein echt gutes System, dass du schnell was rausnehmen kannst, aber auch wieder einsetzen kannst, ohne dass du viel Heckmeck hast. Du hast hier auch noch eine kleine Verlängerung, die ist hier eingeklemmt, hält auch fest dran, kannst du hier einfach einsetzen, dann wieder hier dein Bit nehmen, ran und fertig. Als nächstes haben wir hier einen Steckschlüsselsatz, maschinengeeignet und auch richtig eine krasse, schwere Qualität. Also das ist wirklich sehr, sehr massiv. Wir haben hier eine Sechskantaufnahme, wir haben hier die Möglichkeit natürlich unsere Schrauben reinzusetzen. Das Ganze ist magnetisch. Was ich besonders cool an der ganzen Sache finde, ist eine Kleinigkeit, fällt vielleicht gar nicht erst so auf, sondern ist hier die Farbkodierung. Das heißt, du musst dir nicht eine Nummer merken, sondern sagst einfach, da brauche ich immer den braunen, da nehme ich immer den grünen und so weiter und so fort. Eine coole Sache. Und in der Qualität, in der Länge von 150 mm habe ich so noch nie gesehen. Wir waren ja gerade beim Thema Farbkodierung und hier haben wir nochmal etwas in Farb kodiert. Ich muss sagen, das finde ich mega. Wir haben hier 2 Stiftschlüsselsätze. Einmal hier außen sechskant, einmal hier mit Torx, je nachdem, was du gerade so brauchst. Wenn wir uns jetzt die mal anschauen, werden viele von euch sagen, Sebastian, das haben wir alle schon 1000-mal gesehen. Nein! Hast du nicht, haben wir noch nicht, denn hier haben wir eine Funktion, die ist besonders. Die einzelnen Schlüssel haben Farben, die haben eine sehr hohe Qualität, alles schön, aber es sind die Kleinigkeiten. Und zwar habt ihr das hier noch nie gesehen. Hoho. Das heißt, normalerweise ist es ja so ein Klotz. In diesem Klotz musst du so das irgendwie so reinfummeln und machen und tun. Das wird ja so aussehen und dann fängst du an und machst es hier raus und rein. Oh, das will man nicht.
Das heißt also wirklich, diese Fummelei hat ein Ende. Du kannst es schön zur Seite drehen, dann kannst du es hier einfach rausziehen und hier auch einfach wieder reinstecken, ohne drum rum zu fummeln. Du kannst aber auch den hier einfach umlegen, rausnehmen, hier einfach wieder reinstecken, ja, die Länge noch nehmen, zusammen. Ich finde das richtig genial. Ja, ich könnte jetzt ja nur eine halbe Stunde versuchen, was dazu zu erzählen. Muss ich gar nicht, weil diese Funktion macht das Ding einfach zu etwas, ich muss sagen, das ist ein Must-Have. So, ich habe für euch da mal was vorbereitet. Wir haben hier ein amtlich großes Kabel. Das war mal unser Hausanschluss. Da war noch ein bisschen was übrig und nein, ich habe das nicht selber gemacht. Niemals würde ich das selber machen. Nein, Spaß habe ich wirklich nicht. Aber dieses Kabel hat schon einen amtlichen Querschnitt. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Das ist natürlich überhaupt gar keine Herausforderung für die beiden, die wir hier haben. Wir haben hier Kabelscheren oder Kabelschneider. Die brauchst du unbedingt, wenn du quetschfrei riesengroße Durchmesser eben auch schneiden möchtest. Das Ganze geht hier bis 300 Quadrat, das hier sogar bis 500 Quadrat. Ich zeige euch das mal. Das ist ja wirklich richtig irre. Warte mal, ich zeige euch erstmal eine Funktion, die das Ganze hat. Wir haben hier einen Feststeller. Wir können den erstmal hier lösen, den Feststeller nach unten und dann geht es auf. Dann kannst du es benutzen. Ja, dann kannst du hier das immer weiter zuziehen. Du kannst aber Folgendes machen, du machst das hier auf, dann hast gemerkt, ich habe mich verschnitten und habe gemerkt, irgendwas passt hier nicht ganz. Dann ziehst du es hier einfach zurück und dann kannst du es einfach aufmachen. Ja? Das ist schon eine echt geniale Funktion. Wir können jetzt wieder die Arretierung zuziehen und zwar so, jetzt würde es einfach wieder gehen. Also ergo, wir können es so machen, auf, zu und dann können wir wieder von vorne beginnen. Moment, natürlich so ist eigentlich nicht richtig. Wir können es so. Und jetzt können wir das Kabel einsetzen und dann können wir wieder loslegen. Ja, finde ich richtig cool. Ich möchte euch das auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man so ein Kabel schneidet. Weil das Wichtige ist eben, das quetschfrei zu machen, dass es nicht irgendwie so kaputt quetscht, sondern dass du es wirklich schneidest. Und dazu nehme ich den auch wieder. So, mache ihn auf. So, dann nehme ich unser Kabel, lege das hier mal rein. Natürlich nicht so, sondern so, lege das hier ein. Kannst ja schon mal ein bisschen vorspannen, richtig hier ran. Und jetzt wirst du echt erstaunt sein, wie leicht das ist. Ich mache das hier wirklich auch nur mit 2 Fingern. Du siehst hier. So, jetzt wird es ein bisschen. Jetzt habe ich geschummelt. Ich habe geschummelt, das waren 3 Finger kurz. So und ja, das war's. Ja? Also das ist wirklich, du brauchst so wenig Kraft, das ist echt. Also wirklich, wirklich krass. Es gibt ja normalerweise auch Maschinen für sowas. Ja? Das Ganze, es gibt so eine Kabelschneider mit meinetwegen 18 Volt und so weiter, die machen das alles automatisch. Da kannst du im Grunde dieselbe Funktion auch machen. Aber der Vorteil an dem hier ist, braucht keinen Akku. Ja? Hast du quasi und kannst du immer dabei haben. Nimmst du nämlich jetzt den Koffer, packst das hier rein, hast dabei, Koffer zu, Affe tot, wie man so schön sagt. Du siehst also, hier gibt es jede Menge interessante Produkte von Wiha. Für mich ist Wiha eine Marke durch Top-Qualität, die ich aber viel zu wenig im Fokus hatte. Gerade hier bei uns auf dem Kanal. Sollen wir mehr zum Thema Wiha machen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, denn das Sortiment ist ja deutlich größer. Da könnten wir euch noch viel mehr erzählen und dementsprechend schreibt unten rein und solange ran an den Kabelschneider und bis zum nächsten Mal.